Also Leute, jetzt geht's los für alle, die hellhörig geworden sind für einen Hotspot im Auto. Wir bauen jetzt in unser schickes Wohnmobil ein Hotspot-Gerät, und zwar die V-Car von ATBB, von Antennentechnik Bad Blankenburg. Ein mega geiles Gerät, das haben wir euch im Video vorher schon mal komplett vorgestellt, was das alles kann so. Und wir bauen es jetzt ein und bringen es in Anwendung. Wir bauen auch hier mega geile Antennen rein, damit wir einen super LTE-Empfang haben, einen super DAB, einen super GPS und einen super UKW-Empfang. Und wie das alles funktioniert, all das jetzt eins nach dem anderen in diesem Video. Bevor es jetzt richtig losgeht, Leute, mag ich es natürlich nicht verpassen, den Mirko Brüning von ATBB euch vorzustellen, weil der ist meine unsichtbare dritte Hand während der ganzen Phase mit V-Car. Hi. Hi. Hallo Olli. Freue mich hier zu sein. Und gucken wir mal, dass wir das heute rocken. Was ist denn deine Funktion bei ATBB? Neben der Betreuung der Automobilhersteller betreue ich auch die V-Car. Sowohl was so Kundensonderthemen vielleicht angeht, als auch so ein paar Produktdetails, die da mittlerweile als Herzblut hineingeflossen sind. Du sagst jetzt V-Car, Y-Car, gerade eben bin ich zusammengeschissen worden. Sag mal Y-Car oder V-Car, was ist jetzt wie heißt es jetzt wirklich? Ich sage V-Car, manche sagen Y-Car. Also wir sind in Deutschland, sagen wir V-Car. Wir sagen V-Car. Weil es einfach so geschrieben uns jetzt drauf, genau. Ja, genau. Okay, Leute. Er wird euch auch zeigen zum Schluss, wie das Ganze dann bei der Inbetriebnahme ist, über einen Laptop, was man nur einstellen kann, nicht muss. Egal, diese ganzen Sachen, wen es wirklich interessiert, bleibt bis zum Schluss dran, weil dann wird es nochmal richtig technisch mit Mirko. Fangen wir am besten hier mal an mit dem Sortieren, was wir hier alles haben. Wir haben einen Stromanschluss für unsere V-Car, der wird später hier einfach angesteckt. Wir brauchen in dem Fall nur Dauerplus und Masse. Man könnte an dem braunen Kabel auch Zündung mit anschließen. Wir unterbrechen aber unser Dauerplus-Kabel mit einem Schalter, so wie dass wir im Wohnmobil immer den Status haben können, ich bin jetzt hier und wohne mal eine Zeit lang hier, oder ich bin unterwegs und schalte es dann halt auch aus. Also das heißt ein manuelles Ein- und Ausschalten des Gerätes. Diesen werden wir jetzt dann einbauen. Und wir können jetzt die Antennenteile vorbereiten, weil wir haben eine dicke Außenhaut. Also wir haben ja eine Isolierung am Fahrzeug dran, durch die wir durchgehen müssen. Deswegen habe ich euch auch solche Antennenverlängerungshülsen, die dafür sorgen, dass wir durch das dicke Isolierungsmaterial durchkommen und trotzdem eine super Verschraubung und einen super Empfang haben. Dazu muss das Ganze hier durchgeführt werden. Und jetzt müssen wir auch die Hülsen gleich mal ganz fest mit der Antenne an sich verschrauben. Und dazu können wir eine Rohrzange nehmen und jetzt wirklich ganz fest machen. Das gleiche natürlich mit unserer anderen Seite für unsere zweite Antenne, die wir in dem Fahrzeug installieren. Weil wir brauchen ja schließlich zwei Antennen für LTE. So, und auch richtig fest. Leute, warum eigentlich zwei Antennen? Bisher hat doch immer eine Antenne gelangt, so eine Kombi-Antenne, die einfach alles macht. Wir haben bei LTE die Herausforderung, dass wir, um einen guten Empfang zu bekommen, tatsächlich zwei Antennen installieren müssen, also zwei LTE-Antennen. Einmal hier drinne, einmal hier drinne. Jetzt können wir aber noch beides kombinieren, weil wir brauchen in dem Fall schon noch ein bisschen mehr. Wir haben hier in dieser Antenne einmal einen LTE-Anschluss. Wir haben einen GPS-Anschluss für GPS-Tracking, was unser V-Car ja macht. Wir haben einen DAB-Anschluss mit integriert, weil unser Kunde in dem Fahrzeug gleich einen optimalen DAB-Plus-Empfang haben möchte. Und hier ist auch integriert mit diesem langen Strahler UKW mit dabei. Hier in dem zweiten Teil finden wir jetzt den zweiten Teil der LTE-Antenne, also den zweiten Part. Und wir nutzen hier die WLAN-Antenne, um damit wir ein vernünftiges Außenempfangselement haben für unser Wi-Fi.
Das ist hier drin. Der GPS, der hier noch rumbaumelt, den nutzen wir in dem Fall nicht. Dann lasst uns jetzt mal ins Auto gehen, um genau die Örtlichkeiten da mal anzuschauen, wo man denn sowas einbaut. Na? Gucken wir mal. So, wir sind natürlich nicht ganz unvorbereitet. Wir wissen natürlich schon, wo wir es hinmachen. Es schaut in jedem Wohnmobil ein bisschen anders aus. Aber wir haben hier einen Schrank, der hier oben einen Fernseher beherbergt. Also hier in dem Fall nur die Schiene für den Fernseher. Das Ganze kann man rausziehen, indem man das hier entriegelt. Und genau hier hinten drinne sind Lüsterklemmen schon vorbereitet. Hier ist drauf Dauer plus Masse und Zündung. Und wir greifen uns jetzt da das Kabel ab und können unser V-Car entsprechend installieren. Wir kommen ganz gut hin, indem man den ganzen Auszug mal rausmacht. Da kann man das entriegeln, das wäre der Fernseher hier, das können wir auf die Seite tun. Und jetzt kommen wir eigentlich hier schon ganz gut rein. Jetzt könnte man auch rein theoretisch sagen, ja gut, lass uns das Teil hier irgendwo gleich hinmontieren, dann hätten wir hier die Stromversorgung und hier könnte man auch ganz gut an die Sachen rankommen, weil das ist an der Decke, wird es gar nicht großartig stören. Jetzt hängt es aber davon ab, wo man einen externen Festplattenspeicher dran machen möchte oder irgendwie sowas. Wir haben uns entschieden, wir gehen ein Stockwerk tiefer. Und wir montieren unseren V-Car hier rein. Da kommen wir überall super hin. Also machen wir es eher mal so rum hin. Und können die Kabel nach oben durchziehen. Und haben dann entsprechend Platz, um da auch andere Zusatzgeräte mit anschließen zu können oder wie auch immer. Und genau an dieser Stelle hier dran werden wir jetzt auch unsere 2 Antennen mit installieren, die wir von oben jetzt erstmal anzeichnen und durchbohren, dass wir hier wieder rauskommen. Das heißt, hier kommen die Kabel raus, die wir nachher auf die Seite binden müssen und nach unten zu unserem V-Car ziehen müssen. So, jetzt gehen wir aufs Dach mit einer Riesenleiter und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal von oben an, ja? Hello! So schaut's aus von oben. So, meine lieben Freunde des guten Geschmacks, wir machen jetzt hier auf unserem Metallblech, weil wir haben ein Fahrzeug, das hat keine Metallteile hier drin, da gibt es also keine Aluminiumschicht, die wir aber brauchen für einen guten DAB- und UKW-Empfang. Deswegen haben wir diese Metallplatte bereits angefertigt, da haben wir jetzt auch bereits vorher die Löcher schon reingemacht und die können wir jetzt als Schablone nehmen und kommen unten richtig raus. Da müsst ihr euch schon ein bisschen ausmessen, wie die Positionierung dieser Löcher ist. Diese Metallplatte braucht man ausschließlich bei Fahrzeugen, die nur aus GFK bestehen oder aus anderen nicht metallischen Materialien. Sobald man hier eine Aluminiumschicht hat, innen oder außen, ist egal, braucht man diese Metallankerung nicht. Da könnt ihr euch mal das Video zu den Antennen für LTE mit anschauen, da habe ich das noch ein bisschen näher erörtert. Hier machen wir jetzt mal 2 Löcher rein, wie auf der Schablone. So, hier können wir eigentlich gleich direkt durchgehen. Und hier sind wir auch durch. So, und ihr seht schon, hier kommt nichts raus, was metallisch ist. Ja? Deswegen hier diese Metallplatte, die machen wir aber jetzt von innen dran, damit man die von außen gar nicht sieht. Innen sieht man die nachher auch so gut wie gar nicht, weil sie ja in dem Schrank an der Decke versteckt ist. Wir müssen jetzt das Loch entsprechend auf die Größe bringen von unserer Hülse. Das sind 18 mm in dem Fall. Und da bohre ich jetzt mal mit dem Stufenbohrer bis zu 18 mm. Ich habe mir das markiert mit einem Band. So weit kann ich jetzt reingehen, um das Loch vorzubereiten. So, schön vorsichtig. So, was haben wir jetzt? 18 mm, genau so brauchen wir es. Und das machen wir jetzt von hier oben und dann das gleiche nochmal von unten und dann sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Gut, damit hätten wir das. Hier sieht man jetzt schon das Loch von innen und da können wir jetzt genauso mit dem Stufenbohrer nach oben nochmal gehen. So. Unser Gegenpotentialsblech müssen wir ja auch noch aufbohren und das machen wir natürlich genauso. So, auf der zweiten Seite das gleiche. Durch den Stufenbohrer haben wir mittendrin natürlich ein bisschen zu viel Dämmmaterial. Das können wir mit dem Schraubenzieher ganz leicht entfernen, damit wir unsere Hülse jetzt ganz problemlos durchstecken können. Die Fläche hier unten dran, die tun wir zusätzlich noch mit einem Bitumenstreifen abdichten, damit es auch wirklich, wirklich dicht wird.
Und den können wir jetzt mal hier hinten schon mal einführen. So, einer nach dem anderen bitte. Und jetzt können wir das Ganze bis ganz unten durch reinbringen. Was nicht geht. Warum geht das nicht? Jetzt bin ich drin. So. Und die müssen wir bitte noch mal hier richtig schön bündig machen. Genau, jetzt passt es. Und das können wir jetzt mal so lassen. Den Rest machen wir nachher von unten. Jetzt kommt aber erst noch das zweite Teil. Die Markierung können wir jetzt mal wegmachen. Das war eine ursprünglich alte Markierung. Dann kommt 1, 2, halt 3, 4. Kommt da durch. Drin. So, und jetzt können wir unten die Metallplatte dagegen schrauben und alles festziehen. Einer bleibt hier oben, hält es fest, dass das Netz sich nochmal verdreht und fertig. Damit nichts klappert später an der Decke, machen wir hier am Rand noch ein Bitumenbad ran, was sich nachher gleich an der Decke quasi verschweißt. Jetzt müssen wir nur noch die Kabel durchziehen und uns schön nach oben durcharbeiten. Einmal und zweimal. Jetzt so schaut das Ganze aus. Und jetzt müssen wir es noch verschrauben. Ran und festmachen. Und wer einen 24er Schlüssel nicht zur Hand hat, der darf natürlich auch eine Rohrzange nehmen. Jetzt habe ich noch mal einen richtigen Geheimtipp für euch. Für jemanden, wo die Antenne zu lang ist, also ich meine, so ein Wohnmobil ist ja schon mal ziemlich hoch, jetzt kann es passieren, dass es da oben bei manchen Stellen beim Einparken Probleme macht. Jetzt haben wir einen Antennenretter, nennen wir ihn mal. Das ist ein Gelenk, das wir jetzt hier einführen können und erst dann die Antenne drauf machen. Das heißt, im Notfall kippt meine Antenne in die richtige Richtung weg und das machen wir jetzt mal fest dran. So, und jetzt wird von oben mit einem Imbus das erste Teil erstmal angeschraubt, in Fahrtrichtung natürlich. Und jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen. Diesen Antennenretter, nennen wir ihn einfach mal so, den gibt es natürlich bei uns im Webshop und auch hierzu werden wir euch einen Link im Videobeschreibungstext ergänzen. So, und jetzt kann ich hier meine Antenne dran schrauben. Das ist übrigens ein M5-Gewinde und jetzt im Ernstfall klappt das weg. Es ist aber auch so fest, dass man das auch so justieren kann, dass wenn nichts weiter ist außer Fahrtwind, bleibt der in der Position. Aber wenn jetzt irgendwo eine Mauer oder irgendwas dran ist, dann biegt es mir die runter. So, ist doch cool. Wir haben ja gesagt, wir bauen noch einen Schalter ein, um die VCAR hier manuell ein- und auszuschalten im Wohnmobil. Das könnten wir jetzt hier so machen, dass wir den Schalter hier unten, von unten nach oben befestigen und von oben verkabeln können. Machen wir jetzt mal ein Löchchen dann rein. So. Ja. Schaut doch gut aus. Ab dafür. Das Loch für unseren Schalter haben wir ja jetzt montiert und gebohrt. Jetzt müssen wir unseren Schalter noch verkabeln. Und dazu müssen wir jetzt schauen, wie wir das hier machen. Dieses Zündungsplus, das wollen wir geschalten über diesen Schalter haben. Also müssen wir das Dauerplus, was ja hier drauf anliegt, schaltbar auf den hier machen. Und genau das müssen wir hier so ankoppeln, dass auch noch genügend Platz bleibt, den vom Schalter bis zur VCAR den Anschluss zu gewährleisten. So, und den müssen wir hier anlöten. Da hinten muss jetzt noch das Loch rein, damit wir den VCAR da unten hinbauen können und hier wir alle Kabel durchziehen können. Dann können wir den Schalter jetzt komplett verkabelt hier mit einführen und die Kabel nach oben weggehen lassen.
So, dann haben wir nämlich alles aus der Schusslinie hier raus. Und jetzt machen wir hier ein und aus. Der Schalter, den drücken wir jetzt hier rein. Gut, das war's. Ein, aus, ein. Unseren Stromanschluss, den müssen wir jetzt hinten an unsere Lüsterklemme anklemmen. Und dann können wir das Kabel hier hinter der Schiene durchführen. Und das Kabel können wir hier am Boden entlang ziehen und auch gleich nach unten durchstecken. Hier noch. So, damit erledigt. Und jetzt machen wir unsere Verlängerungen hier noch drauf, damit wir unsere VICA vollständig verkabeln können. Einmal LTE 1, dann von der anderen Antenne LTE 2. Dann haben wir unseren Wi-Fi, unsere Außenantenne. Dann haben wir unsere GPS für die GPS-Ortung. Und der GPS bleibt frei, haben wir gesagt. Und hier haben wir noch DAB und UKW. Da machen wir die Langverlängerungen dran für die Verlegung bis ans Autoradio. Das kann jeder für sich selber machen. Wir machen jetzt hier weiter mit unserer Verkabelung von der VICA und sind eigentlich auch fast am Ende. So, mal die ganzen Antennenkabel alle nach unten. Die können wir nachher wieder hochziehen, wenn sie passend unten angeschlossen sind. Und jetzt können wir da unten reinschauen und können unsere VICA anschließen. GPS. Dann haben wir einmal die Außenantenne 1. Dann haben wir nochmal einen LTE-Anschluss. Das heißt nochmal einen, den ersten und hier den zweiten. Und jetzt kommt gleich noch unsere Innenantenne für unseren Wi-Fi-Empfang. Die können wir direkt anstecken. Die gibt es optional. Das heißt, für die innere Versorgung hier im Fahrzeug drin ist das halt optimal, so eine Antenne mit anzuinstallieren. Und jetzt können wir das ganze Baby hier, naja, kopfüber, das liest sich jetzt nicht schön, aber wir haben unsere Anschlüsse hier vorne. Die Stromversorgung vom Anschlussstecker, die ist auf der Seite. Und jetzt können wir alles hier montieren. Die Montagebügel werden hier nur eingehängt. So. Und so. Und jetzt können wir das dahin machen. Gut, das war's. 4 Stück. Und jetzt können wir die Kabel, die wir nicht brauchen, alle nach oben bringen. Das ist VICA installiert. Und jetzt passt das Ganze hier problemlos rein. Die VICA blinkt, das ist saugut, das heißt nämlich alles richtig angeschlossen. Sie blinkt blau. Und lieber Mirko, jetzt kommen wir zur Erstinbetriebnahme. Das hört sich so brutal an, aber es ist eigentlich gar nichts. Wir könnten das alles vom Handy aus machen. Wir machen es aber über unseren Laptop, weil wir da ein Programm mitlaufen lassen können, wo dann das genau euch zeigt, wo wir euch auch wieder einblenden lassen können. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Also Mirko, los, wir koppeln uns jetzt. Wir koppeln uns jetzt mal. Ja, das ist relativ einfach. SIM-Karte und so weiter ist ja alles in der VICA schon drin. Ja genau, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Wir haben bereits eine SIM-Karte reingetan, die ihr ja quasi jetzt überall für jedes Land kaufen könnt, reinstecken und die hat auch eine PIN. Das ist jetzt Stand jetzt und jetzt kommt Mirko und erzählt beim Rest. Genau. Also wir gehen jetzt hier an einen x-beliebigen Laptop, gehen dort auf die WLAN-Verbindung und suchen uns in der WLAN-Liste das entsprechende WLAN-Netzwerk. So, das heißt, im Auslieferungszustand netterweise VICA-AP, geht dort auf Verbinden. Okay. Dann fragt mich das System nach einem Netzwerkschlüssel oder einer SSID-Verschlüsselung, damit nicht jeder auf dem System was machen kann. Das ist im Auslieferungszustand VICA-mobile. Und ich hoffe, ich habe es jetzt richtig eingegeben. So, da geben wir auf Ja und dann dauert das einen kurzen Augenblick. So. Also wie man sehen kann, funktioniert also auch die Passwortsicherheit, war beim ersten Mal leider falsch.
Also Vika Mobile ist das Passwort, um erstmal auf den Router zu kommen. Genau, so ist es. Dann bekomme ich diese Startseite, die wir hier sehen. Die wird einfach über einen Standardbrowser, der auf dem Device oder also auf dem Endgerät drauf sein muss, dann angezeigt. Und gebe dann dort, das ist auch standardisiert, lässt sich auch ändern, Admin ein. Also ihr könnt es natürlich auch so lassen, aber dann kann wahrscheinlich jeder, der das System kennt, mal kurz Hallo sagen. Speichern wir nicht. Und dann befinden wir uns schon auf der Startseite. Und auf der Startseite sieht man in der Regel alle relevanten Informationen. Und das, was für uns jetzt am wichtigsten ist, ist, dass wir noch offline sind, weil hier bei Status noch eine PIN-Abfrage. Okay, deswegen rot, weil da stimmt was noch nicht. Genau so ist es. So, das mache ich jetzt ein einziges Mal. Dieser PIN wird dann im System hinterlegt und wird dann gespeichert und wird so lange verwendet, bis ich irgendwann mal die SIM-Karte wechsle. Also solange ich die gleiche SIM-Karte habe, ist es egal, ob ich sie rein tue, raus tue, das System ausschalte, wieder anschalte. Der erkennt, sobald ich das einmal eingegeben habe, ist es immer aktiv. Genau, so lange, bis ich halt eine neue SIM-Karte in das System lege. Okay, ist glaube ich verständlich, oder? Leute, verständlich. So, nehmen wir den PIN mal ein. Ich hoffe, es ist der richtige. So. Das dauert einen kurzen Augenblick. Modem wird aktiviert. Oh, gleich ist es soweit, gleich kommt ins Internet. Das ist jetzt hier in dem Fall eine Vodafone-Karte. Das heißt, ich suche mir hier Vodafone aus. Weißt du, was ich jetzt parallel mache? Jetzt gehe ich parallel mit meinem Handy dann auch gleich noch rein. Ja, kannst du gerne machen. Weil eigentlich, du hast ja gerade die Karte schon aktiviert. Genau, wir sind jetzt online. Okay, dann suche ich bei mir jetzt auch das Device und zwar über mein WLAN habe ich jetzt Vika AP. Dann war das was? Vika-Mobile. Alles groß geschrieben? Nee, alles klein? Alles klein. Vika-Mobile. Genau. Verbinden. Das dauert einen kurzen Augenblick. Jawohl, bin schon drin. Ist drin. Anmelden. So, das ist jetzt aber die Startseite, um in die Vika reinzukommen. Genau, aber brauche ich ja nicht unbedingt, ich könnte es praktisch schon wegsurfen, oder? Genau. Eines der wichtigsten Sachen ist das Roaming. Wenn ich zum Beispiel in der Schweiz bin, mit einer deutschen Karte, kann das sehr teuer werden. Wenn ich halt den Haken setze, erlaube ich dieses Roaming. Das heißt, ich kann mit einer deutschen Karte in der Schweiz, in Serbien, also aus dem EU-Ausland heraus, ist für mich wichtig, wenn ich mit einer deutschen Karte in Italien bin und sage, ja, da ist alles in Ordnung, da darf ich roamen. Aber wenn ich mit meiner Karte in der Nicht-EU bin, also Länder, die kein vernünftiges Abkommen mit Deutschland, was Datentransfer betrifft, kann es halt sackmäßig teuer werden. Genau, so ist es. Wenn ich Roaming einfach mal so lustig zulasse, also hier kann ich das abschalten und praktisch steuern, in welchem Land will ich hier Roaming haben und in welchem Land nicht. Genau, also der Klassiker ist die Schweiz oder Liechtenstein. Bin ich selber auch schon drauf reingefallen. Ja, oder Russland. Oder Russland. Serbien zum Beispiel, wo auch viele mal durchfahren. Und selbst wenn man nur durchfährt, wenige Stunden, kann dadurch, dass die Geräte halt immer online sind, durchaus ein Traffic entstehen, der dann in Minuten eventuell genau abgerechnet wird. Und das kann sehr, sehr teuer werden. Also wir können dann auch von mehreren tausend Euro sprechen in dem Fall. Okay. So, das wäre das eine. Ist aber jetzt eigentlich alles für den Betrieb von Internet gar nicht notwendig. Kann man machen, muss man nicht. Nö. Sollte man mal reinschauen, wer so ein Ding hat und sich damit befassen mag, der kann das gerne mal tun. Genau. Also es ist zu empfehlen. Es ist einfach zu empfehlen, unter Netzwerk WLAN das WPA-Passwort zu ändern. Da kann ich jetzt irgendeinen beliebigen Namen eingeben. Keine Ahnung. Berlin 21 zum Beispiel. Krasser Name. Total, ne? Krass. Und wenn ich jetzt auf Senden klicke, dann ist das WPA-Passwort fürs WLAN geändert. Das heißt, das ist mein WLAN-Passwort. Wenn ich hier, Kollege steigt hier ein und sagt, hast du Passwort? Genau. Dann sage ich in Zukunft Berlin 21. Krasses Passwort. Ja, genau so ist es. Wichtig ist nur, wenn man das jetzt ändert, dass man in dem Fall auch rausfliegt, weil der Laptop oder auch jetzt sein iPhone sich halt mit dem alten Passwort noch verbunden logisch, haben. klar. Das muss man einfach nur im Hinterkopf wissen.
Das ist kein Fehler oder so. Es ist einfach. Ja, ist ja logisch, oder? Das ist logisch, ne? Also Okay, alles klar. Man muss halt wissen. Ja. So, genauso gut kann man auch den WLAN-Namen ändern. Da kann man jetzt den Namen seiner Familie oder irgendwas anderes Cooles eingeben. Der Fantasie sind da keine. Ja, das wäre vielleicht an der Stelle gar nicht blöd, weil wenn man schon sieht, ein anderes sieht, der hat jemanden VK, der probiert es gleich mal mit Admin. Genau. Und genau. wenn du das Passwort nicht geändert hast, dann bist du schon erledigt. Genau. Also Leute, das sind wertvolle Tipps für die Zukunft. Ja, jetzt höre ich VK01. Ach, das ist ja interessant. Das ist ja ist- noch krasser wie Berlin 21. Ja, ich bin da sehr, Genau, also seid ein bisschen kreativer daheim. sehr, sehr fantasiegeprägt, ja. Dann wird das WLAN kurz aufgebaut oder neu aufgebaut So, und schmeißt mich raus. und schmeißt dich raus. Okay, kann ich mit leben. So, WLAN, klar, hat mich voll rausgeschmissen, das Miststück. Jetzt muss ich aber mit VK01 mich wieder anmelden. Genau. Und jetzt, Mit dem Passwort, krasses Passwort, Berlin 21. Habe ich es richtig geschrieben? Ich hoffe schon. genau, so ist es. Das gleiche muss ich ja jetzt auch machen. Schön, dass er bei dir schon verbunden ist. Bei Ja, Windows du dauert kannst immer das alles sehen, etwas länger. Also ich bin schon wieder drin. Ja. Und kann googeln. Googeln? Ja, funktioniert. Ich kann googeln. Googeln! Ja. Mit meinem VK kann ich googeln. Mit Berlin 21. Bin direkt mit Berlin 21 verbunden jetzt. Ja, Und du musst immer noch laden mit deinem Laptop hier. ja das ist. Also Leute, ich bin schon drinne, es läuft hier schon alles. Also alles andere interessiert die meisten wahrscheinlich gar nicht. Jetzt kann ich auch mit einem VLC-Player kann ich meine Videos von dem USB-Anschluss oder von der SD-Karte, Micro-SD-Karte oder vom Festplattenspeicher abrufen. Und ich kann Musik hören. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein volles Wi-Fi, ein WLAN-System bei mir im Auto. Ja, genau so ist es. So, was machst jetzt du da noch? Ich verbinde mich da noch. Ja, aber ist doch schon lange alles erledigt. Also ich kann das hier. Bei mir geht es schneller. Bin auch nicht so der Technik-Nerd hier. So, verbunden, gesichert. Ja, das kannst du hier AES24. Was heißt jetzt AS24? Ach, unsere Seite. Du kennst unsere Seite. Ja, cool. schön, ne? Den Ja. Mann kenne ich auch. Ja, da bist du auch bald mit auf dem Bild, ja, auf der Startseite. Ja, also, läuft. Das ist eigentlich alles, was wir wollten. Also das war jetzt gerade viel länger als das, was man eigentlich wirklich benötigt. Du gehst in dein VK rein mit VK Mobil, Mobile, konfigurierst schnell dein neues Passwort, den PIN für deine neue Karte, ist ja Pillepalle ist das alles. Und alles, was wir jetzt sonst rumgedümpelt haben, ist eigentlich unnötig. Ja? genau. Einmal neu starten und dann ist das ganze System betriebsbereit. Ist ja wirklich bock easy. Also eigentlich. So haben wir uns das eigentlich gedacht, ja. Ja, also ist euch gelungen. Also auf meinem Handy hat man ja gesehen, ich kann das alles vom Handy aus auch machen. Ja? Also das war jetzt gar nichts dabei. Das war's. Ja. Aus! So Leute, jetzt ist es soweit. Wir sind am Ende angelangt. Ich spreche dieses Wort nicht gerne aus, weil es könnte stundenlang weitergehen. Mirko, es war mir ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten. Und auch unsere Zuschauer sind bestimmt super dankbar, so viel technisches Feedback im Hintergrund zu bekommen. Und gibt es für dich jetzt noch irgendwas, wo du sagst, ja cool, beim Einbau von AES24 haben wir tatsächlich noch was dazugelernt, was wir mit einfließen lassen können? Ja, also gelernt haben wir immer was. Das nehmen wir auch mit und das wird in zukünftige Themen, zukünftige Projekte, Produkte auch einfließen. Und du wirst das als Erster erfahren. Also wir verraten natürlich nicht die Geheimnisse, aber wir haben doch während unserer Installation so ein paar Sachen, wo wir sagen, geile Idee, Mensch, mach mal, und das Produkt kann das ja auch, aber es wird halt mit der Zeit erst in die Firmware einfließen und Ja. so lang sagen wir von hier aus Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.